Kennt ihr den Rüdiger? Den Vogel hier? Der Rüdiger Maas saß jetzt bei Lanz und hat den Leuten mal erklärt, warum die jungen Menschen in Deutschland verstärkt die AfD wählen. Spoiler-Alarm, weil ihr seid. Die jungen Leute, ist immer schwierig, das so zu sagen. Aber spüren die das, diese, wie nennt man das, kognitive Dissonanz, die ganze Widersprüchlichkeit, die da drin steckt? Das sind alles Wahrnehmungsstörungen. Und jetzt gleich erfahrt ihr auch, warum. Ich tausche mich oft mit denen aus. Wo denn? In deinem Bonzenviertel oder auf Mallorca? Und jetzt kommt der Rüdiger mit seinem Expertenwissen. Und der Rüdiger muss ein Experte sein, denn der Rüdiger hat 2017 ein Institut gegründet. Und nicht irgendein Institut, sondern zur Generationenforschung. Also wenn der das nicht weiß, ja wer denn sonst? Also tatsächlich sind 40% der Jungen haben unseren Studien angegeben, dass sie glauben, dass die Regierung gegen sie arbeitet oder sie ausgespart werden. Und bei den AfD-Wählern der Jungen waren das 70%. Also ich bin ja kein Experte, so wie der Rüdiger. Für mich heißt das eigentlich, dass 40% der Jugend und 70% der AfD-Wählerjugend völlig gesund sind. Also es ist schon ein Thema, da haben wir Woran machen die das fest? Das ist ja irre. Wo wir gerade bei irre sind, jetzt furzt sogar ein echter Kevin mal ins Mikro. Mit seinem Universalwissen aus jahrzehntelanger Berufserfahrung im Telefondienst. Die Corona-Erfahrung beispielsweise. Ja, während der Corona-Erfahrung sind viele Menschen, die jetzt eine andere Meinung hatten, in die Alternativmedienlandschaft gegangen, sage ich mal. Und da wird nach wie vor befeuert. Also die haben angefangen, sich mal richtige Informationen zu suchen, statt immer diese vorgefertigten Fake News von Öffentlich-Rechtlichen, Fragezeichen. Also die haben ja eben, vor allem die Jungen, sehr stark penetrieren mit vielen Dingen. Es liegt auch daran, dass junge Menschen heute ein Gefühl haben, dass der Staat mehr machen muss. Also man externalisiert quasi die Verantwortung in den Staat hinein. Also haben die jungen Leute erkannt, dass die Steuern, die sie bezahlen, eigentlich dafür gedacht sind, ihnen das Leben leichter zu machen. Auch. Man könnte ja meinen, dass die denken, Deutschland zuerst. Und das haben wir in ostdeutschen Bundesländern stärker als in westdeutschen. Also man hat das Gefühl, der Staat muss mehr machen. Hat damit was zu tun, dass Kinder heute auch ein bisschen behüteter aufwachsen. Haha, jetzt kommt es, pass auf. Weißt, wer eigentlich schuld ist? Deine Mutter. Die ist nämlich auch irgendwas mit Helikopter. Also wir haben eine höhere Anzahl von Intensivelternschaften, die quasi Helikoptereltern und Co. Und die übernehmen immer mehr Räume der Kinder, also immer mehr Dinge. Also man wird immer mehr in die Schule gefahren, umgezogen und so weiter. Also der Rüdiger setzt gleich, dass Mütter und Väter ihre Kinder in die Schule fahren, aus Sicherheitsgründen wahrscheinlich, mit, dass Kinder sich anziehen lassen von ihrer Mami morgens. Und so wachse ich eben auf, dass immer die Umgebung sich ein Stück mehr anpasst. Und das wird jetzt auch auf den Staat übertragen. Das heißt, der Staat muss mehr Verantwortung übernehmen. Interessant. Ja, bei so viel Blödsinn, da muss sogar der Markus lachen. Ja, der ist verantwortlich dafür, dass ich einen tollen Studienplatz bekomme, dass ich einen tollen Arbeitsplatz bekomme, dass der Staat eine höhere Verantwortung. Und dadurch habe ich auch ein Gefühl von Ohnmacht, wenn der Staat das eben nicht so macht. Jetzt tut der Rüdiger so, als hätte die Regierung mit dem Land, in dem sie regiert, so gar nichts zu tun. Und das wirkt jetzt negativ auf die Grünen aus, im Sinne von, die schneiden ganz viel ein. Die geben mir eine Gendersprache vor, die machen das und schneiden mich in einer gewissen Weise ein. Das heißt, die Grünen? Also da gibt es 1000 andere Gründe, warum man die Grünen nicht mögen sollte oder kann. Also die mussten sich auf einer Skala bei uns einordnen und die sagen, ja, diese Links-Rechts-Einteilung macht für mich gar keinen Sinn. Ich finde mich da auch nicht wieder. Dadurch sehe ich auch links- und rechtsextrem weniger. Also die AfD ist für die vielen Jungen gar keine Extrempartei. Seht ihr? Ihr seid die ganzen Rechtsextremen, die muss man doch sehen. Hallo, der Verfassungsschutz hat das doch auch gesagt. Warum seht ihr das nur nicht? Warum besudeln wir euch eigentlich den ganzen Tag damit und tragen euch das sogar bis in die Schulen? Alles nicht kostenlos, aber umsonst. Die ist die AfD was? Eine nahbare Partei der konservativen Mitte. Ich will die AfD, deswegen kann die auch nicht extremistisch sein. Aber also weil ich es nicht bin, ist es die Partei, die ich wähle auch nicht. Genau, da sind wir wieder bei dieser Dissonanz der kognitiven Verzerrung. Und jetzt kommt das, dadurch, dass andere Parteien eben nicht mit der AfD koalieren, sind die automatisch links. Und alle anderen sind wo? Links von dem Spektrum, also die CDU. Also die CDU ist eine linke... Genau. Ja, ist die CDU.
Und das ist auch keine Wahrnehmungsstörung. Ich zeige euch jetzt mal, wie links die CDU ist. Ach, und als nächstes hat der Kevin wieder was gesagt. Ganz ehrlich, das wollt ihr nicht hören. Aber wenn ihr es doch hören wollt, den Link zur Sendung findet ihr unten in der Beschreibung. Und oh Wunder, zu guter Letzt wurden auch ein paar Sachen gesagt, die ich absolut... Wo ist der Stift? Wo ist der Zettel? Ich unterschreibe sofort. Neue Arbeiterpartei, ob einem das gefällt oder nicht, ist die AfD. Ist auf jeden Fall nicht mehr die SPD. Irgendjemand sagte neulich hier, die SPD ist jetzt die Partei für Bürgergeldempfänger.